Vor 65 Jahren legten unsere Eltern mit einem kleinen Gasthaus in den Südtiroler Alpen den Grundstein für den Erfolg dieser Hotelgruppe. Die Zeit war da nicht mehr zu studieren und ich habe relativ schnell erkannt die Stärken von Ottmar. Der Ottmar hat einfach fantastisch zu uns dazugepasst und diese Kombination, glaube ich, stimmt. Wenn den Erich kennt, der ist ja absoluter Pionier und ein absoluter Visionär. Der Erich hat immer schon ein Faible gehabt für, sagen wir, für junge Menschen, die begeistert sind, etwas bewegen zu wollen. Und das war so der Anfang dieses Kennenlernen. Und für mich hat es dann eine Entscheidung gegeben, gemeinsam eine Hotel-Company aufzubauen. Bis heute sind wir ein inhabergeführtes Unternehmen mit ganz, ganz starken Familienwurzeln. Wir sind ein 360-Grad-Tourismusunternehmen. Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette der Hotellerie ab, von der Planung bis zum Hotelbetrieb. Falkensteiner Hotels konzentrieren sich auf 4 Reisemotive: Aktiv, Genuss, Entschleunigung und Entertainment. Was wir gemacht haben, wir haben für 30 Hotels, für jedes Hotel nochmal das Konzept neu geschrieben. Wenn man die Geschichte von uns anschaut, dann haben wir immer was Neues ausprobiert. Wir haben immer versucht, so ein bisschen innovativ zu sein, Neues geschaffen, das es so in der Szene auch noch nicht gegeben hat. Wenn man jetzt sich das Thema anschaut, wie hat sich das Thema Architektur, wie hat sich das Thema Hotellerie entwickelt, dann muss man immer schauen, was haben die Menschen zu Hause als Mindestanspruch. Die entwickeln derzeit 5, 6 neue Häuser. Und bei allen Häusern versuchen wir, eine Entwicklung voranzutreiben. Und dafür braucht es auch die Kraft, dass wir immer wiederum versuchen, Urlaub neu zu interpretieren. Dann haben wir wieder den Mut, einfach mit Star-Architekten zusammenzuarbeiten. Dann haben wir den Mut, aus anderen Branchen zu lernen. Und an diesen Themen arbeiten wir ständig und entwickeln das auch dann mit Architekten wie hier mit Matteo Thun weiter. Hier haben wir versucht, eine Atmosphäre zu schaffen auf einen internationalen Standard und einem internationalen Niveau. Und hier fühlen sich auch Menschen wohl, die eigentlich in einem solchen Ort noch nicht Urlaub gemacht haben, weil sie solche Plätze noch nicht geboten bekommen haben. Wir haben ein sehr erfolgreiches Produkt, das ist Premium Living bei Falkensteiner, wo wir sehr erfolgreich dieses Konzept servicierte Wohnungen in einer Hotelinfrastruktur entwickeln. Die Falkensteiner Residences und Apartments sind mehr als eine Investition in eine hochwertige Immobilie. Sie sind ein Lebensgefühl, sie sind ein Konzept, wo ich all das bekomme, was ich mir immer schon gewünscht habe. Ja, der Welcome-Home-Gedanke ist, wenn du ins Hotel kommst, dann musst du einfach sofort das Gefühl haben, dass du jetzt angekommen bist. Du kannst bei Falkensteiner investieren, in die Company. Und was kriegst du dafür? Ich habe gesagt, nicht nur Zinsen, ja, aber du kriegst auch noch einen Mehrwert. Und der Mehrwert sind, wenn du willst, Hotelgutscheine. Und somit haben wir unser Geschäft, was wir betreiben, also Urlaubsverkauf, Urlaubsverbringen und das Thema Zinsen und das Thema Geldansammeln in einen Topf gebracht. Es war für uns wirklich etwas ganz Besonderes zu spüren, dass wir unsere Falkensteiner Investoren, unsere Kunden auch überzeugen konnten, dass wir ein Unternehmen sind, in das man letztendlich auch selbst Geld investieren kann. Da ist man auch mit Freude erfüllt und auch selber stolz, dass man etwas Gemeinsames geschafft hat, und dafür können wir nur 100-mal Dankeschön sagen. Vergelt's Gott in Südtirolerisch. Das ist einfach eine unheimliche Emotion. Unser großes Ziel ist jetzt, und wir sind mittendrin, in dieser Projektentwicklung Camping Glamping ein Produkt zu entwickeln, wo wir eine Transformation schaffen. Wie wird der Campingplatz von morgen interpretiert? Gibt es Konsumenten, die andere Ansprüche haben, dort Urlaub zu machen, wie sie Produkte jetzt vorfinden? Wir haben schon Campingplätze und die wollen wir jetzt eigentlich in diese Transformation bringen. Es wird eine neue Marke geben bei Falkensteiner, als gemanagt bei Falkensteiner, und das ist sicherlich ein total neues Projekt. Unser Boutique-Beratungsunternehmen Michel & Partner, das ich mittlerweile, da sind wir auch sehr stolz,
über Südtirol hinaus, vor allem in Wien, einen sehr, sehr guten Namen gemacht hat. Wir sind mittlerweile absolut mit den internationalen Beratungsunternehmen kompetitiv. Das Spannende wird, ob wir jetzt nach Monaten der sogenannten Trockenarbeit oder Sportler würde ich sagen, des Trainings, ob wir im Wettbewerb es schaffen, das auch so umzusetzen, was wir uns jetzt alles vorgenommen haben. Und das Neue an denen ist ja, wir wollen wachsen, nicht nur mit Banken, sondern mit dieser mitgewachsenen Community. Und ich glaube, das ist genau die Zukunft. Und da bin ich selber sowas von neugierig, oder wir drei sind da so neugierig, ob sich das wirklich jetzt auch dann bezahlt macht, so viel Kraft in das Thema reinzustecken, was wir jetzt gemacht haben. Wir sind überzeugt, dass wir hier sicherlich einen Schritt weiter gekommen sind.